Vor wenigen Tagen habe ich in Davos die Rede von Donald Trump verfolgt, der sich direkt an die Teilnehmer des World Economic Forums wandte. Er war zugeschaltet, auf der Bühne saßen mehrere hochrangige Wirtschaftsvertreter, die ihm anschließend Fragen stellen durften. Wer Donald Trump zugehört hat, der hat verstanden. Grundlegende Werte wie Menschlichkeit, Würde und Respekt, grundlegende Prinzipien der Demokratie sind verrückbar geworden. Und das, was wir lange Zeit als verrückt angesehen haben, das ist nicht nur sagbar, es ist wieder machbar. Und niemand protestierte dort in Davos, niemand widersprach. Eine Bischöfin hatte den Mut, während des Gottesdienstes zur Amtseinführung es Donald Trump ins Gesicht zu sagen. Es gibt Menschen, die jetzt Angst haben, Angst um ihr Leben. Ich musste in diesem Augenblick an Sie denken, lieber Marcel Reif, und an Ihre bewegende Rede im Deutschen Bundestag. Sei ein Mensch, dieser Appell Ihres Vaters, den Sie uns mitgegeben haben. Sei ein Mensch, das ist das, was man auch Donald Trump entgegenhalten muss und was die Bischöfin auf ihre Art getan hat. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet es? In der jiddischen Kultur ist der Begriff Mensch mehr als nur eine biologische Bezeichnung. Jemand, der ein Mensch ist, der besitzt Anstand, der besitzt Werte und der besitzt Mitgefühl. Und er tritt dafür ein. Ihr Vater Leon Reif, Ihre Familie, lieber Herr Reif, ist zum Opfer der Unmenschlichkeit geworden. Ein Opfer des größten Zivilisationsbruchs der Geschichte, der Shoah. Doch er wollte das Grauen nicht an Sie weitergeben und hat Ihnen und Ihrer Schwester durch sein Schweigen über das wahre Ausmaß dessen, was er erleben musste, eine unbeschwerte Kindheit im Land der Täter ermöglicht. Erst nach seinem Tod haben Sie durch Ihre Mutter erfahren, was Ihr Vater wirklich erleiden musste. Als polnischer Jude hat er nur überlebt, weil der Unternehmer Bertolt Beitz, so erzählt man sich, ihn aus dem Zug holte, dessen Endstation das Vernichtungslager war. Es ist oft so, und wir erleben das aktuell in so vielen Kriegen, in Israel, in der Ukraine, im Sudan, um nur einige zu nennen, dass die Opfer oft nicht verstanden werden, weil die Grausamkeiten, die sie erleben müssen, so unvorstellbar sind und weil sie keine Stimme haben. Was hat die Welt aus Auschwitz gelernt? Wir stehen an einem Punkt der Geschichte, wo diese Frage wieder sehr aktuell ist, auch und vor allem in Deutschland. Nie wieder, das ist kein Appell, sagen Sie. Es ist Nationalräson, Staatsräson, Volksräson. Wer sich nicht an diese Raison hält, der muss zur Raison gebracht werden, so fordern Sie. In den Straßen Berlins dürfen Menschen öffentlich zur Vernichtung Israels aufrufen. UN Women brauchte 55 Tage, um Solidarität und Mitgefühl mit den israelischen Frauen zu zeigen, die von Hamas-Terroristen vergewaltigt, gefoltert, getötet wurden. Und eine Partei des Hasses ist in Deutschland im Aufwind. US-Milliardär Elon Musk tritt öffentlich in Deutschland für diese Partei ein und die Welt von Axel Springer lässt einen Pro- und Kontrabeitrag so stehen, als sei es damit getan. Mit Meinungsfreiheit hat all das nichts zu tun. Hetze und Hass sind keine Meinung, auch Lügen sind es nicht. Wir brauchen heute mehr denn je Menschen, die sich dem entgegenstellen. Eine Lüge Lüge nennen, Hass und Hetze nicht als Meinung debattieren. Denn wenn das geschieht, dann stellen wir auf den Prüfstand,
was Zivilisation ausmacht. Sie, lieber Marcel Reif, haben das einmal sehr salopp so formuliert: Man muss das Maul aufmachen. Wir brauchen jetzt Menschen, die den Mut besitzen, die sich denen entgegenstellen, die einkassieren wollen, was Menschsein ausmacht. Wir verstehen immer besser, auch gedeckt durch die Neurowissenschaften und Medizin, dass Körper, Seele und Herz zusammengehören. Sie, lieber Marcel Reif, haben in Ihrer Rede vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus nicht nur unseren Verstand erreicht, sondern unsere Herzen berührt. Das macht Ihre Rede und auch Ihr Eintreten für Ihre Überzeugungen so bedeutsam. Sei er Mensch. Sie haben uns damit die Überzeugung Ihres Vaters so nahe gebracht. Die Überlieferung dessen, was Ihr Vater erleben musste, hat viele Menschen berührt und aufgerüttelt. Dass Ihr Vater oft so still war, wenn er seinen kleinen Enkelsohn, Ihren Sohn, erlebte, so schildern Sie in Ihrer Rede, habe sie lange verstört, bis sie durch ihre Mutter erfuhren, warum. Auf seiner Flucht musste ihr Vater einen kleinen 4-jährigen Jungen, den er auf dem Rücken durch die Wälder getragen hatte, zurücklassen bei polnischen Bauern. Als er ihn schließlich wieder abholen wollte, erklärten die Bauern, deutsche Truppen wären gekommen, sie hätten den Jungen über die Klippen ins Meer werfen müssen. Ich denke an eine ähnliche Geschichte, die mir gerade ein ukrainischer Soldat in Davos erzählt hat. Er hat mir berichtet, dass er mit seiner Einheit im Osten der Ukraine in einem Dorf ankam. Sie waren verwickelt in schwere Kämpfe mit der russischen Armee. Und auf einmal, als eine Feuerpause war, kam ein kleiner Junge auf die Soldaten zu. Mit schmutzigen Füßen. Er hatte ein T-Shirt von Real Madrid an. Ein bisschen absurd, die Situation, wie man sich die vorstellt. Und er fragte die Soldaten, ob sie Hunger hätten. Der Soldat sagte, er sei von der Situation überrascht gewesen und natürlich hätten sie Hunger gehabt. Daraufhin sei der Junge in das Haus seiner Eltern zurückgekehrt und habe Brot und Milch gebracht. Das köstlichste Brot und die köstlichste Milch, die er je hatte, sagt der Soldat. Der Junge kehrt dann in das Haus seiner Eltern zurück, weil er Angst hat, dass die sich Sorgen machen, und plötzlich rollen russische Panzer über das Dorf. Die Soldaten gehen weg und schaffen es erst am nächsten Tag zurückzukehren. Und der ukrainische Soldat will noch einmal gucken, was aus dem Jungen geworden ist, der sie mit Milch und Brot versorgt hat. Und er kehrt in das Haus zurück und stellt fest, die ganze Familie ist tot. Angesichts dessen, was wir gerade erleben, was in dieser Welt passiert, verlieren immer mehr Menschen Glauben, Orientierung und Hoffnung. Wir brauchen jetzt Menschen wie Sie, lieber Marcel Reif, die nicht stillschweigen, die nicht hinnehmen, die nicht zögern, die mutig sind, auch wenn es manchmal gefährlich ist. Und genau für diesen Mut zeichnen wir Sie heute hier aus, mit dem Courage-Orden, der, ich glaube, heute noch viel wichtiger ist als vor 1, vor 5 oder vor 10 Jahren. Denn Mut hat neue Bedeutung bekommen. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen, lieber Marcel Reif.